Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Auflösung der zweiten Coding Challenge. Heute, ja wie gesagt, die zweite Coding Challenge ist vorbei, beziehungsweise ihr könnt es natürlich immer noch machen. Wir machen aber jetzt hier gerade die Lösung. Das heißt, wenn ihr keinen Spoiler haben wollt, nicht einschalten, sondern erst die Challenge selber machen und dann hier vorbeigucken, ob ihr auch alles richtig gemacht habt. Wir werden mal wieder Python benutzen, weil ich vermute, dass das die Sprache ist, die die meisten zumindest lesen können und dann eher die Sachen umsetzen können in Java. Ja. Wichtig zu sagen ist vielleicht noch, dass ich dieses Video hier schon mal aufgenommen habe, aber irgendwie ist es von meiner Festplatte verschwunden und ich weiß immer noch nicht wieso. Weshalb natürlich jetzt hier gerade so ein bisschen, nennen wir es mal Redundanz herrscht. Das heißt, ich muss aufpassen, was ich euch zeige, damit ihr nicht die Lösung zur irgendwie dritten Challenge oder sowas seht, weil ich die auch schon gemacht habe und da ein bisschen probiert habe. Natürlich probiere ich immer ein bisschen rum, schneide dann noch so weiter und so fort. Und ja, aber okay, das sei mal nicht euer Problem. Was ich hier habe, ist erstmal, wir wollen die Lösung schreiben. Eure Aufgabe bestand darin, ein Element zu finden, werde ich gleich drauf eingehen. Und dann wollen wir das Ganze auch noch mit einem Benchmark messen, wie schnell wir eigentlich sind. Und gut, ich habe jetzt hier einfach mal das von Solution oder Solve 1 genommen und habe es hier reingepastet. Und ja, im Endeffekt muss ich jetzt hier nur noch die Zahlen anpassen und wir können jetzt uns schon angucken, was dabei rauskommt. Das ist das, was dabei zum Beispiel erscheinen könnte. Also so könnte eure Aufgabe aussehen. So, was bedeutet das jetzt hier? Und das bedeutet, ihr solltet diese Zahl hier finden. Ich weiß nicht, was es für eine ist. Es ist eine große Zahl und zwar in dieser Liste an Zahlen. Und wir sehen, hier unten ist sie schon, das heißt, ihr sollt den Index von dieser Zahl zurückgeben, also in dem Fall 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Also hier einfach den Index von der Zahl zurückgeben. Und ja, das ist eigentlich relativ einfach. Ihr hattet allerdings dieses Mal zwei Möglichkeiten, und zwar einmal eine sortierte Version und einmal eine unsortierte Version der Liste. Auf der unsortierten Version konnte man jetzt nicht so besonders viel machen, auf der sortierten Version konnte man allerdings ein bisschen optimieren. Achso, und keine Angst, das hier waren alles immer noch Integer, das heißt, die haben auch noch in den primitiven Datentyp Integer reingepasst. Und war nicht irgendwie mit Overflow oder sowas behaftet. Das heißt, ihr musstet nicht irgendwelche fancy Bit-Operationen hier machen, damit ihr diese Zahl findet. Nein, das war nicht zwangsläufig nötig. Okay, wir fangen einfach mal direkt an. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen mehr machen als letztes Mal. Letztes Mal mussten wir einfach nur dieses Token wieder an die Website schicken. Dieses Mal müssen wir das Ganze erstmal als JSON auch einlesen. Und das heißt, was wir hier haben, ist erstmal ein K und eine Liste. Und das machen wir jetzt als allererstes mal. Wir haben natürlich schon JSON importiert, ich kann es euch leider nicht zeigen, weil wir das weiter oben gemacht haben, aber wir haben ein Import JSON, haben wir schon dastehen. Und jetzt machen wir einfach mal JSON.loads und ja, was wollen wir denn laden? Wir wollen resp.text laden und zwar sagen wir dazu jetzt einfach mal Task. So, Task ist jetzt unser Dictionary, was sozusagen alles enthält, was wir für die Aufgabe brauchen. Wir lesen das jetzt aber noch in einzelne Variablen aus, nämlich einmal in K, Task von K. Damit haben wir dieses K hier als Zahl auch wirklich hier in K drin stehen und dann einmal Liste ist gleich Task von List. Warum nehme ich Liste und nicht List? Ganz einfach, weil man mit List auch theoretisch eine Funktion überschreiben würde. Sollte man eigentlich vermeiden. Ich werde es wahrscheinlich in den kommenden Videos mindestens ein- oder zweimal machen, wenn ich nicht dran denke. Aber ist auch nicht so schlimm. Also wenn man es nicht braucht, dann braucht man es halt nicht. Okay, und ja, dann definieren wir vorerst mal unsere Lösung. Unsere Solution ist gleich -1 und ja, was bedeutet jetzt -1? Wir haben also den Index noch nicht gefunden, weil wir sind ja hier ganz am Anfang und das ist -1. -1 kann ja nicht in der Liste drin sein. So, und jetzt fangen wir einfach an mit Suchen. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal die unsortierte billige Variante for i in range Liste, Länge von Liste. Also wir wollen durch die ganze Liste einfach durchlaufen und gucken, ob dieses Ding in der Liste drin ist. If Liste von i gleich k, dann ist unsere Solution. Ja, keine Sorge, das sind alles nur Rümpfe, die habe ich noch nicht alle gemacht. Die stehen dann nur so zum Spaß rum. Genau, dann ist unsere Lösung einfach gleich i und wir breaken raus, weil wir dann fertig sind. Wir wollen ja die erste Lösung sozusagen finden. Cool. Das ist jetzt das erste, was wir machen können. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie lange braucht denn das ungefähr. Achso, halt mal, wir sollten vielleicht auch noch Solution hier verwenden. Data ist dann gleich Token und jetzt nicht mehr rest.text, sondern natürlich Solution. Der Rest bleibt aber gleich. Wir können das Ganze an die Website schicken und dann hier das Ergebnis uns ausgeben lassen. Wenn wir das jetzt hier ausführen,
dann sehen wir hier schon, dass es einen Success gibt. Wir sehen nicht genau, was die Lösung war, das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen nur rauszukriegen, ob das auch wirklich eine Lösung war. Sehr simpel. Wir wollen jetzt allerdings noch erweitern und das werden wir auch in den kommenden Videos brauchen, nämlich den Benchmark, und dann werden wir natürlich das Ganze noch für die sortierte Variante benutzen. So, unser Benchmark sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir definieren erstmal Benchmark von 2. Und definieren hier eine Variable Runs, damit wir nachher angeben können, wie häufig wir sozusagen diesen Benchmark ausführen wollen. Denn wir werden nachher die durchschnittliche Zeit ausgeben, die wir gebraucht haben. Und die durchschnittliche Zeit wird genauer, je mehr wir ausgeführt haben. Das heißt, wenn wir nur 1 machen, ist der Durchschnitt natürlich von diesem einen nur dieser eine Durchlauf. Und wenn wir jetzt halt hier gerade mal Pech haben und es wird vom Server eine sehr, sehr lange Liste generiert, dann ist das natürlich auch eher eine langsame Lösung, sage ich jetzt mal. Wenn wir aber hier 1000 Durchläufe haben, dann werden halt 1000 Mal irgendwelche Längen von Listen benutzt und wir haben eigentlich ein recht gutes Verhältnis zwischen langen Listen und kurzen Listen und haben halt hier so eine Durchschnittslösung. Das heißt, der Benchmark verwendet hier relativ viel Durchschnitt. Und ja, deswegen sagen wir hier jetzt erstmal Start ist Time.Time. Dann haben wir quasi, wann wir angefangen haben. Und dann müssen wir aber vorher noch was machen. Und zwar müssen wir ausprobieren, wie lange wir eigentlich brauchen, bis wir die Aufgabe von unserem Server bekommen. Denn der Server braucht eine gewisse Zeit zum das berechnen. Das müssen wir natürlich abziehen davon. Denn ansonsten wäre es ziemlich unfair, weil ja, es kann natürlich sein, dass wir unsere Aufgabe mehr oder weniger in 0,00001 Sekunden lösen, aber der Server braucht halt 5 Sekunden, bis er die Aufgabe an uns schickt. Je nachdem, ob wir ein Hyping haben oder nicht. Und da müssen wir natürlich schauen, dass wir hier auch sinnvoll irgendwie die durchschnittliche Zeit, die wir beim Server oder für den Server brauchen, da einfach abziehen davon. Wir kommen nicht drum herum, das Ganze vom Server zu pullen und alles, aber wir können das hier machen. So, und ja, wir schreiben jetzt hier einfach mal nochmal die URL rein, das heißt hier die hier. Und wir schreiben die hier, wobei wir können es auch RESP nennen, schreiben wir hier rein. So, und jetzt haben wir quasi beides einmal kurz angefragt. Wir verwenden es nicht weiter, alles gut, aber wir wissen, wie lange wir ungefähr brauchen dafür. So, und deswegen können wir jetzt hier nämlich sagen, Anfragen, Benchmark, also das ist quasi die Zeit, die wir vom Server brauchen, ist Time.Time. Ja, machen wir gleich die Klammern minus Start, weil das ist ja quasi die Differenz jetzt. Also Time.Time ist immer eine sehr, sehr große Zahl, sage ich jetzt einfach mal. Wenn wir jetzt aber den Start hier abziehen, was auch eine sehr, sehr große Zahl ist, kriegen wir die Anzahl an Sekunden, die wir seit dem Start verbracht haben. Und das wollen wir jetzt natürlich aufteilen, weil wir es ja mehrere Male durchgeführt haben. Also zum Beispiel 1000 Mal hier haben wir diese Anfrage gestellt. Das heißt, wir teilen diese Zeit, die wir gebraucht haben, durch 1000 und bekommen so den Durchschnitt, den wir für einmal gebraucht haben. Okay, dann überschreiben wir Start nochmal. Ist auch wieder Time.Time. Und jetzt lösen wir sozusagen unsere Aufgabe, das heißt for i in range runs machen wir jetzt einfach solve 2. So, und das ist eigentlich auch schon alles. Jetzt können wir hier unseren Solution Benchmark ausrechnen, also einfach mal die Zeit, die wir hier gebraucht haben, und können hier sagen, im Endeffekt ist es genau dieselbe Berechnung wie hier oben auch wieder. So. Und jetzt können wir ausgeben, wie lange wir tatsächlich gebraucht haben, nämlich, wer weiß es, wie lange haben wir jetzt tatsächlich gebraucht, wenn wir diese beiden hier haben als Durchschnitt. Also das hier enthält natürlich jetzt auch noch unsere Anfragen, sprich dieser GET-Request hier, und wer weiß, wie lange der Server dafür braucht, und diesen Request hier unten, wer weiß, wie lange der Server für den gebraucht hat. Dann sagen wir einfach Solution Benchmark minus Anfragen Benchmark und dann wissen wir, wie lange wir gebraucht haben. Und jetzt können wir nämlich Benchmark 2000 Mal aufrufen und dann wird der 1000 Mal ausgeführt, sprich wir führen 1000 Anfragen hier aus erstmal, errechnen dadurch den Durchschnitt, machen dann sozusagen 1000 Mal unsere Lösung und berechnen dann auch wieder den Durchschnitt, und dann können wir sagen, okay, wir haben insgesamt für unseren Code, der nicht auf den Server gewartet hat, also sprich unsere Lösung minus die Zeit für das hier, minus die Zeit für das hier, so lange haben wir wirklich gebraucht, um unsere Lösung zu berechnen.
Und das schauen wir uns jetzt einfach mal ganz kurz an. Dauert natürlich eine Weile, weil 1000 Mal ist schon eine ganz schöne Zeit. Vor allem muss es ja eigentlich 2000 Mal ausgeführt werden. Erst 1000 hier Get Requests und dann hier unten 1000 Mal unsere Lösung. Wobei natürlich in jeder Lösung auch 2 Requests drin sind. Hier sind auch 2 Requests drin. Es dauert schon so seine Zeit, bis ihr das habt. Aber danach habt ihr einen schönen Benchmark, der euch auch wirklich aussagekräftig sagt, wie lange ihr für eure algorithmische Lösung gebraucht habt. Ihr könnt natürlich auch hier drum den Benchmark machen. Das wäre aber langweilig. Und was ist das jetzt? Ach ja, ups, ich habe natürlich vergessen hier, ja, okay, das sollte man vielleicht anders machen. Und zwar habe ich hier den tatsächlichen Server mit der Challenge noch verwendet. Das solltet ihr vielleicht nicht so krass machen, denn der Server wird euch nach einer Weile erstmal bannen, wenn ihr zu viele Anfragen ausführt. Deswegen nehme ich jetzt hier meinen Localhost, um die ganzen Anfragen etwas schneller zu machen. Also ihr könnt hier durchaus einen Benchmark laufen lassen, nur halt vielleicht nicht mit 1000 Anfragen, denn diese 1000 Anfragen werden ja innerhalb von wenigen Sekunden geschickt und dann werdet ihr früher oder später vom Server gebannt, weil ihr ausseht wie ein Bot, was ihr im Endeffekt auch seid und der Server dann ein bisschen ausgelastet ist davon. Deswegen sagen wir jetzt mal hier 0.0.0.0, da läuft quasi meine Challenge auch drauf und jetzt sehen wir hier Success. Okay, also sehr viel Success, das heißt schon mal für uns, wir haben es auch wirklich geschafft und wir brauchen im Schnitt 0,0009 Sekunden, bis wir eine Lösung haben. Das ist schon sehr, sehr schnell, würde ich mal so behaupten. Und ja, ist eigentlich auch ganz gut, glaube ich. So, okay, was ist jetzt also der nächste Schritt? Wir wollen die zweite Lösung sozusagen ausprobieren und auch lösen. Und dazu machen wir jetzt ein kleines bisschen was. Ihr konntet es natürlich ein bisschen anders machen. Ich möchte das jetzt hier auch mit genau diesem Code hier, also dem unsortierten hiervon haben, damit wir auch einen direkten Vergleich haben. Und zwar, wir nehmen jetzt einfach mal an, dass wir die Liste einfach mal sortieren. Das heißt, wir sagen hier, ja, wir wollen die Liste sortieren. Das hier kommentieren wir erstmal aus. So. Und jetzt schreiben wir uns unsere eigene Funktion, hier oben drüber vielleicht, und nennen die einfach mal Binary Search. Denn das ist genau das, was wir tun. Das ist eine binäre Suche. Funktioniert übrigens auch im echten Leben wunderbar, kann euch auch da wirklich weiterhelfen. Und zwar eine Liste und ein Item bekommt die. Sie will nämlich, also die Binary Search will die Liste durchsuchen nach diesem Item. Wer hätte es gedacht? Und gibt dann natürlich unsere Lösung zurück. Sprich, unsere Solution ist jetzt hier eben... Ah nein, halt. Wir müssen vorher noch was machen. Die Liste muss für Binary Search immer sortiert sein. Das heißt, wir sagen hier, Liste ist gleich sorted von Liste. Sorted ist eine Funktion von Python, die sortiert euch einfach eine Liste und gibt sie danach wieder aus. Das heißt, ihr könnt sie hier dann einfach überschreiben. Und ja, genau. Ach so, mir fällt gerade auf. Ja. Wir werden es trotzdem so machen, es wird nicht funktionieren, das heißt, wir werden hier keine funktionierende Lösung zurückbekommen. Woran liegt das? Ganz einfach, das liegt daran, dass wir hier die Liste sortieren. Dadurch ändern sich natürlich die Indizes, ja, das ist ganz wichtig. Und wir wollen ja am Ende einen Index zurückgeben. Das heißt, wenn am Anfang zum Beispiel die Liste 1, 3, 5 war und dann 4, dann ist sie nach dem Sortieren 1, 3, 4, 5. Und der Index von 4 und von 5 hat sich jetzt natürlich komplett gedreht. Also wenn 4 vorher der Index hier war, ist jetzt eben 4 hier vorne. Das heißt, die Indizes sind einfach nicht mehr dieselben. Sprich, wir kriegen hier einen Fehler zurück. Deswegen habe ich euch das Ganze hier auch als sorted zur Verfügung gestellt. Und dann könnten wir es uns eigentlich sparen. Ja, machen wir es doch lieber so. Dann müssen wir hier auch nicht mehr sortieren. Und dann machen wir hier die binäre Suche. Okay, first ist unser linkstes Element, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir fangen bei 0 an. Und last ist unser rechtestes Element. Das heißt, wir fangen bei Länge der Liste -1 an. Und was wir jetzt machen ist, wenn wir sagen wir mal das hier haben, dann machen wir das folgendermaßen. Wir gucken, ist das Element in der Mitte von diesen beiden Elementen, also sprich, ist die 5, ist die größer oder kleiner als das Item, das wir finden wollen. Sagen wir mal, wir wollen hier 4 finden, okay?
dann sagen wir, okay, 5 ist größer als das, was wir finden wollen. Also unser Last Item, was vorher hier auf 9 stand, ist jetzt 5. Und unser First Item ist immer noch hier vorne. Gut, nächster Schritt. Wir überprüfen wieder das Element in der Mitte. Das ist dieses Mal die 3. Ist unsere 3 größer oder kleiner als das Element, was wir finden wollen? Es ist kleiner, also ist unsere 1, also unser First Element ist jetzt nicht mehr bei der 1, sondern bei der 3 vom Index her. Und dann überprüfen wir wieder in der Mitte und sagen, hey, ist 4 größer oder kleiner als das Item, was wir finden wollen? Es ist genau das Item, also geben wir natürlich den Index von 4 zurück. Ja, und so funktioniert im Endeffekt die binäre Suche. Wir brauchen dazu allerdings in jedem Fall eine sortierte Liste. Mit was Unsortierten funktioniert es nicht. Es macht nichts, wenn einzelne Elemente fehlen, also irgendwie 1, 3, 5. Funktioniert wunderbar, aber sie muss sortiert sein, damit wir dieses größer oder kleiner verwenden können. Und genau, das machen wir jetzt. While first kleiner gleich last, machen wir was. Das ist sozusagen unsere Bedingung. Wenn unser First Element größer oder größer ist als unser Last Element, dann haben wir offensichtlich kein Element gefunden. So, und jetzt definieren wir uns erstmal unsere Mitte als First Element plus Last Element geteilt durch 2. Jetzt braucht man hier allerdings noch einen kleinen Trick, und zwar muss man auch noch abrunden. Und das machen wir, indem wir hier 2 durchschreiben. Dann bekommen wir wirklich das Element in der Mitte und nicht irgendwas dazwischen, weil ansonsten könnte es passieren, dass wir hier, keine Ahnung, Element 4,5 oder sowas kriegen, was wir natürlich nicht haben wollen. Dann wollen wir halt einfach irgendeins, uns ist egal welches, aber wir wollen halt ein Element haben, nicht irgendwas zwischendrin, weil wir arbeiten hier mit einem Index. Okay, und jetzt überprüfen wir einfach, wenn die Liste von Mitte, also das Element, was wir gerade berechnet haben, wenn das gleich dem Item ist, dann haben wir natürlich das gefunden, was wir wollten, sprich wir geben den Index, also Mitte, zurück. Ansonsten müssen wir überprüfen, wenn unser Item kleiner ist als Liste von Mitte, das habe ich euch gerade schon erzählt, dann setzen wir unser rechtes Item oder unsere rechte Ecke sozusagen auf Mitte minus 1. Denn wir brauchen Mitte an sich ja auch nicht mehr überprüfen. Wir können 1 noch weiter zur Seite gehen, weil Mitte ist es ja offensichtlich nicht, sonst hätten wir ja hier schon das Ganze zurückgegeben. Sprich, wir können uns ein Element noch sparen. Und ansonsten setzen wir eben First auf Mitte plus 1, weil wir können uns auch hier das eine Element sparen. Genau. Und wenn wir hier unten ankommen, haben wir kein Element gefunden. Was machen wir dann? Dann geben wir minus 1 zurück. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles. Sprich, wir können jetzt hier Solution berechnen als Binary Search von Liste und K. Und ja, das ist im Endeffekt unsere Lösung. Jetzt müssen wir hier unten allerdings noch das Sorted anpassen, damit wir hier auch einen vernünftigen Benchmark bekommen. Nein, halt nicht hier. Dahin muss das. So, damit wir hier auch den Benchmark sinnvoll nutzen können. Und ja, hier würde ich noch sagen, tragen wir kurz ein, wir haben hier 0,0009 Sekunden gebraucht, bis das ganze Ding da war. Und jetzt schauen wir einfach mal nach, was wir hier brauchen. Wahrscheinlich, also ich meine, das sind so kleine Zahlen, da kann auch einfach mal kurz irgendein Delay in meinem Rechner oder sowas wichtig sein oder so. Ich habe zum Beispiel natürlich auch immer Hintergrundprogramme an. Ja, also da ist sehr viel möglich, was da irgendwie passieren kann. Ich habe natürlich jetzt auch hier noch dieses Print dabei und deswegen sind wir hier tatsächlich sogar langsamer. 0,0014. 0,0014. Aber wenn wir das sicher nochmal laufen lassen würden, ohne irgendwelche Hintergrundprogramme, könnte es natürlich durchaus schneller sein. Das sind so niedrige Zahlen hier, also das ist wirklich, lässt sich halt kaum irgendwie wirklich berechnen. Im Normalfall ist die binäre Suche deutlich schneller als diese Suche hier. Vor allem je länger die Liste ist, desto schneller wird natürlich die binäre Suche, beziehungsweise sie wird kaum langsamer, während diese Suche hier, die wird natürlich deutlich langsamer, je länger die Liste ist. Okay, aber ja, ist natürlich auch immer interessant zu sehen, was man in der Praxis bei raus hat. Das kommt eventuell sogar durch einfach nur diesen Funktionsaufruf hier, denn ansonsten haben wir hier eigentlich kaum was gemacht. Ja, aber okay. Das war's auch schon wieder von meiner Seite, glaube ich. Ich hoffe natürlich mal wieder, euch hat es soweit gefallen. Teilt sehr, sehr gerne bitte einfach eure Lösung. Ich habe jetzt hier natürlich nur Python vorgestellt, wie immer.
Ihr könnt natürlich sehr, sehr gerne auch Java-Code einfach reinposten. Keine Ahnung, was ihr sonst noch alles für Programmiersprachen könnt. Ich habe wieder mal gelesen, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Sprachen, die ihr hier gemacht habt. Und ja, bitte postet einfach eure Lösung rein. Dann kann man natürlich auch immer da ganz gut seine Lösung vergleichen, wenn man zum Beispiel dieselbe Sprache gemacht hat. Ich habe auch solche Exoten wieder gesehen, Lua oder ja, ganz verrückte Sprachen. Also was heißt verrückt, aber ja, also Brainfuck war nicht dabei, aber ansonsten habe ich so ziemlich alles gefühlt gesehen. Und was heißt, ja, ich möchte mich natürlich auch wieder bei euch ganz herzlich bedanken. Ihr seid wirklich immer so geil dabei und es ist immer wieder ein Riesenspaß. Und ja, ich freue mich, wenn es euch gefällt. Bitte lasst mir auch immer Feedback da oder sowas. Falls ich irgendwas vergessen habe, bitte vergesst nicht in die Kommentare reinzuschauen und vor allem auch in die Beschreibung von dem Video. Da kann auch immer wieder was dabei stehen. Und genau, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.